Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir schauen uns an, was die Woche für Themen mitbringt, wo wir relativ gute Tendenzen haben. Also wo wir Dinge umsetzen können, welche Bereiche das sind. Wow, das ist eigentlich, ich könnte jetzt aufhören, denn die Sonne und die Wunscherfüllungskarte, die ist ja eine Doppelung im Prinzip. Dann haben wir an sich die Energie so bei allem, wo ihr auf der bewussten Ebene überlegt, wie könnte Veränderung gehen, was braucht Veränderung, in welchem Bereich möchte ich meine Energie hochhalten. Das liegt hier begünstigt. Auch bei allem, wo ihr sehr viel nachdenkt, könnte hier die Lösung sein, der erste Schritt. Es kann jetzt hier um einen Vertrag gehen, um eine Beziehungsthematik, um Sachen, die sich im Kreis gedreht haben, um möglicherweise auch einen Vertrag, einen Auftrag. Den Wert von Beziehungen spüren, fühlen. Ihr habt ja in der Vergangenheit vielleicht schon kleinere Wunden gehabt, wurdet geschnitten oder es hat euch was gepiekt oder irgendwas hat sich auch schon so gezeigt, dass man es weglassen kann. Das Überwinden von schwierigen Zeiten oder Verlusten, Trennungen aus der Vergangenheit, Energien, wo ihr auch mit irgendetwas überfahren wurdet, ne, wo man so sagt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, was für eine Wende. Und hier ist es der Ausgleich. Ne? Hier kommt etwas in die Energie, wo man wieder vor Hafen gehen kann, wo man Stabilität erlebt. Es kann hier auch eine berufliche Wende sein, aber ich glaube, es ist auch eine emotionale, ne? Dass man hier so mehr ankommt, sich getragen fühlt. Ein neues berufliches Angebot kann es sein, eine Sache, an der man gearbeitet hat. Ein neuer Arbeitsvertrag. Es kann hier um euer Gegenüber gehen, also ein Beziehungsthema, wo man sich vielleicht auch gemeinsam was erarbeitet. Wenn du keinen Partner hast, hier liegt jemand, der könnte hier über die berufliche Ebene kommen. Möglicherweise ist es auch so, dass der ein oder andere mehr das Gefühl hat, ich habe eine Trennung überwunden. Möglicherweise geht es auch um Sachen, die mit dem Gegenüber zu tun haben, die euch auch Erleichterung mitbringen. Und es kann auch sein, dass man hier so richtig wieder Lust hat, was zu tun, etwas zu investieren, zu erschaffen. Der ein oder andere ist vielleicht sehr viel unterwegs oder es geht um Berufe, bei denen man unterwegs ist, aber es geht auch um Träume, um Ziele, um langfristige Ergebnisse. Es kann sein, dass man hier sehr gerne auch unterwegs ist, dass man Energie tankt, dass man sich auf die Reise macht, dass man eine schöne Zeit verbringt, vielleicht auch zusammen mit jemand. Hier ist Kommunikation, Nachrichten, Gespräche, Aussprachen. Vielleicht hat der ein oder andere auch im Kopf, dass er irgendwie eine Absage bekommen könnte, aber das sehe ich hier eigentlich nicht. Und wir haben eine Situation, wo sich sehr viel auflöst und Klarheit und Erfolg mitbringt. Jetzt auch noch den Stern unten dran.
Möglicherweise ist es hier auch so, dass man eine Wunde aus der Vergangenheit da lassen kann, wo sie ist, dass man mit der Maus nagt sich halt auch ein Konzept frei, das man greifen kann, einen Weg, eine Veränderung, die auch aus dem Mangel rausführt oder die auch beruflich, würde ich mal sagen, entlastend ist. Ich denke, wir nehmen heute noch ein Krafttier. Was ist hier dabei bei diesen Tendenzen? Guckt euch das an. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Unterm Deck haben wir den Skorpion, der bringt Erlösung und Transformation mit. Und hier haben wir den Marienkäfer mit dem Thema Glück. Und das ist hier auch wirklich, alle, die sich bei den Lennys auskennen, ne? Die Sonne, die Sterne, die Wunscherfüllungskarte, Wenden, die stabilisierend wirken. Und hier ist der Glückskäfer gleich dabei, der Marienkäfer. Das kennt bestimmt jeder noch aus den Kindertagen, ne? Wenn da einer angeflogen kam, dann war das wie so ein Glück, das man erlebt hat. Und die Karte sagt einfach, dass man neue Chancen kriegt, dass sich Wege auftun, dass positive, strahlende Grundhaltung für etwas vorhanden ist. Und man hat hier vielleicht auch dieses Ding, dass man mehr versteht, dass Glück nicht unbedingt von den äußeren Dingen abhängt, sondern auch von dem, wie man sich fühlt. Für einen oder anderen entstehen hier vielleicht auch ungewöhnliche Wege oder man traut sich Sachen zu, die man sich vorher nie hätte vorstellen können. Und es geht auch darum, dass man sein Leben selbst glückbringend ausrichtet. Dann würde ich sagen, ich lasse euch noch einen Glücksimpuls wählen und dann starten wir glücklich in die Woche. Ich lege hier mal hin, sieht man es noch? Ja. Oben, Mitte und unten. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ich würde den oberen nehmen. Hier ist der Glücksfall, doppeltes, dreifaches Glück. Die Mitte hat, dass sie aufatmen kann, dass sich etwas erleichtert, dass eine schwierige Zeit überstanden ist. Und hier unten haben wir noch die emotionale Fülle. Kann natürlich auch sein, dass sich das für uns alle in diesen Bereichen zeigt, ne? Dass wir denken, ich will mein Glück selber erarbeiten. Ich möchte meine Sachen so haben, dass ich mich damit wohlfühle und dass ich aus den Vollen schöpfen kann. Das sieht hier super aus. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch und bis morgen.